Ellen Gould Harmon und ihre Zwillingsschwester Elizabeth wurden am 26. November 1827 in der Stadt Gorham, Maine, etwa 12 Meilen westlich von Portland geboren. Der Bundesstaat Maine erklärte ihren Geburtsort zu einer historischen Stätte, obwohl es immer noch Diskussionen über den genauen Standort ihres Hauses gibt. Ihr Vater Robert führte das Hutmacher-Familienunternehmen. Er hörte, dass Hüte im Süden zu einem viel höheren Preis als im Norden verkauft wurden und fuhr deshalb in den Staat Georgia. Während er weg war, passierte jedoch etwas Tragisches. Ellen und Elizabeth besuchten die Brackett Street School. Das Gebäude steht hinter mir. Es wird heute nicht mehr als Schule genutzt. Während sie eines Tages zu Fuß nach Hause liefen, wurden sie von einem großen Mädchen wütend angeschrien und um Probleme zu vermeiden, fingen sie an zu rennen. Dabei warf Ellen noch einen Blick über ihre Schulter und genau in diesem Moment schlug ihr ein Stein ins Gesicht. Obwohl sie sehr stark blutete und immer wieder in Ohnmacht fiel, schaffte sie es nach Hause, wo man sofort nach einem Arzt rief. Die erste Ärztin gab ihr nicht mehr als ein paar Tage zu leben. Ein anderer schlug vor, etwas Silberdraht in ihre Nase zu stecken, um die Form zu erhalten. Aber letzten Endes wurde nichts gemacht. 3 Wochen lang blieb sie ohne Bewusstsein und als sie endlich wieder zu sich kam, konnte sie sich an nichts erinnern. Ihr Gesicht war für immer verändert und als ihr Vater von seiner Reise aus dem Süden zurückkehrte, musste Ellen schmerzlich feststellen, dass er sie auf den ersten Blick nicht erkannte. Ellen musste Spott und Beschimpfungen von den Kindern aus der Nachbarschaft über sich ergehen lassen. Als sie wieder zur Schule ging, quälte sie sich mit dem Lesen, bis sie schließlich die Schule verlassen musste. Als ein bekannter Prediger namens William Miller in die Stadt kam, nahm ihr Leben eine weitere massive Wendung. Ellen und ihre Familie waren Methodisten und um Miller predigen zu hören, gingen sie in eine Kirche in der Casco Street in Portland. Dort hörten sie, wie er überzeugend und leidenschaftlich über die baldige Wiederkunft Jesu sprach. Heute kommt es uns fast seltsam vor, dass dies eine radikale und neue Lehre war. Weil sie die Botschaft annahmen, wurden sie aus der hier zu sehenden Chestnut Street Methodist Church ausgeschlossen. Nicht, weil jemand ihre Moral oder ihren christlichen Lebensstil in Frage stellte, sondern einfach nur, weil sie die Botschaft von der baldigen Wiederkunft Jesu angenommen hatten. Ellen war 17 Jahre alt, als Jesus am 22. Oktober 1844 nicht auf die Erde kam und sie die große Enttäuschung erlebte. Ihre Zwillingsschwester Elizabeth und ihr Bruder Robert verloren dadurch ihren Glauben an die baldige Wiederkunft Jesu, obwohl Robert diesen Glauben später wieder zurückgewann. Und so bestimmte Gott, dass trotz aller Verwirrung aus einer kleinen Stadt in Maine an der Nordostspitze der USA etwas Großes entstehen würde. Trotz furchtbarer Verletzungen, die viele andere Menschen in ihrem Leben behindert hätten, trotz eines Mangels an Bildung, trotz dessen, dass sie wegen ihres Aussehens verspottet wurde, benutzte Gott sie, um die Welt zu beeinflussen. Genauso gilt es auch heute. Egal, wie klein oder unbedeutend unser Hintergrund oder unsere Erfahrung sein mögen, Gott sucht demütige Gefäße, die er benutzen kann. Mögest auch du eines sein.